Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaijuverse. Bei uns kommt es auf die Größe an. Wer kennt sie nicht? Wenn der König der Monster erscheint, ist sie meistens immer zu hören. Heute geht es um nichts anderes als den berühmten Godzilla-Thema von Akira Ifukube. Musik ist für die Wirkung von Filmen unverzichtbar. Oft geben die verschiedenen Leitmotive der Figuren den eigentlichen Charakter wieder. You're gonna need a bigger boat. Was wäre Rocky Balboa ohne das motivierende Gonna Fly Now-Thema vom Komponist Bill Conti? Oder wäre der Jurassic Park genauso faszinierend ohne der berühmten Melodie von John Williams? Musik ist für die Erzählung von Geschichten äußerst wichtig, und wer sich die Figur des Godzilla genauer ansieht, der muss unweigerlich den Komponisten Akira Ifukube erwähnen. Ohne diesen Mann wäre Godzilla nicht das, was er heute ist, nämlich eine Legende des Kinos. Das mag jetzt kurz vom eigentlichen Inhalt des Videos abweichen, aber die Leistung Akira Ifukubes kann man nicht oft genug positiv hervorheben. Ohne ihn hätte Godzilla noch nicht einmal eine Stimme, denn er schuf auch den berühmten Schrei der Riesenechse. Durch den kreativen Einsatz von Instrumenten konzipierte der Komponist einen Klang für das legendäre Kaiju, welches heute jeder Mensch auf der Welt kennt. Von daher ist Ifukubes Arbeit vom ersten Film 1954 bis ins heutige Monsterverse immer vorhanden. Der Schrei Godzillas ist eines seiner Markenzeichen, welches wir den Komponisten zu verdanken haben. Nun aber zum eigentlichen Thema. 1954 hatte der Produzent Tomoyuki Tanaka die Vorstellung, einen eigenen Film zu drehen, in dem ein riesiges Tier der Kernpunkt war. Die Ursprungsidee war es, einen Oktopus als titelgebendes Kaiju umzusetzen. Doch Produzent Tanaka holte in das Produktionsteam den Regisseur Ishiro Honda, den Spezialeffekte-Meister Eiji Tsuburaya und den Komponisten Akira Ifukube. Die vier Männer einigten sich darauf, dass ein von Dinosauriern inspiriertes Kaiju die tragende Rolle spielen wird. Nun kommt Akira Ifukube ins Spiel. Der Komponist war 1954 bereits 40 Jahre alt und konnte auf eine sehr erfolgreiche und kreative musikalische Karriere zurückblicken. Ursprünglich galt sein Interesse dem Komponieren von klassischer Musik. Doch als er 1947 für den Film Snow Trail zum ersten Mal einen Score komponieren sollte, wurde sein Interesse an Filmmusik geweckt. Natürlich war es auch in der harten Nachkriegszeit eine willkommene Einkommensquelle. Doch für Ifukube war dies auch eine bereichernde kreative Arbeit. Die Musik des Godzilla-Themas, welches im Original von 1954 zu hören ist, hat Ifukube bereits wenige Jahre zuvor geschaffen. In dem Film The President and the Shopgirl von 1948 hörte man die später ikonische Musik des Königs der Monster. Das eigentliche Thema Godzillas war nämlich nicht das heute bekannte Motiv, sondern die Musik, die man hört, wenn Godzilla durch Tokio läuft. Sie ist auch bekannt als Godzilla's Fury. Die berühmte Melodie war ursprünglich für die Mobilmachung des Militärs angedacht, welche auch dann zu hören ist. Viermal kommt sie im Film vor, nämlich während des Intros, als die Armee sich auf die Verteidigung vorbereitet, Godzillas Angriff in Shinagawa und als die Kampfflugzeuge Godzilla angreifen. Warum die beiden Leitmotive im finalen Film getauscht wurden, kann man nicht mehr herausfinden. Auf jeden Fall war diese Entscheidung richtig, denn mit dem Hauptthema Godzillas hat man gleich zu Beginn einen Ohrwurm. Nach dem gigantischen Erfolg des ersten Godzillas wurde Akira Ifukube nach und nach der Stammkomponist von Regisseur Ishiro Honda. Er konnte seine Kreativität in den darauffolgenden Jahren erneut unter Beweis stellen und wurde dann für den dritten Godzilla-Film erneut verpflichtet. Mit Die Rückkehr des King Kong drehte die Toho 1962 einen von Anfang an als Komödie gedachten Film, welcher die zwei berühmtesten Kaiju zum Thema hat. Für Akira Ifukube ging ein Traum in Erfüllung und er stürzte sich mit viel Elan in das Projekt. Das ursprüngliche Thema von Godzilla ist hier nicht zu hören. Das Thema, was in diesem Film zu hören ist, wird auch Godzillas Fanfare genannt. Eine ähnliche Variante kreierte er für den Nachfolgerfilm Godzilla und die Urweltraupen.
Diese Melodie lässt einen nicht mehr los und sorgt für das typische Toho-Feeling. Ifukube verwendete dieses Thema noch in Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah, sowie in Frankenstein und die Monster aus dem All und Frankensteins Höllenbrut. Als in den 70er Jahren die Godzilla-Filme nicht mehr an den Erfolg früherer Tage herankamen, wollte die Toho im Jahr 1975 eigentlich mit frischem Wind das Genre beleben. Mit Die Brut des Teufels konnte man Regisseur Ishiro Honda wieder ins Boot holen und ebenfalls mit ihm Akira Ifukube. Im Vorgängerfilm erschien mit Mechagodzilla ein populärer Gegner für den König der Monster. Nun im Nachfolger setzte man alles daran, die Reihe in eine neue Richtung zu führen. Akira Ifukube benutzte sogar sein berühmtes Godzilla-Thema erstmals seit 1954 wieder. Immer wenn Godzilla auftaucht, ist dieses zu hören. Ab dem Zeitpunkt wurde diese Melodie immer für Godzilla verwendet. Ironischerweise war Die Brut des Teufels von 1975 auch der letzte Teil der Showa-Ära. Der Film konnte an den Kinokassen nicht mehr überzeugen. Dieses Werk ist handwerklich gut gemacht und es lag wohl eher daran, dass nach 20 Jahren die Zuschauer von Kaiju-Filmen übersättigt waren. Leider war dieser Film die letzte Zusammenarbeit zwischen Regisseur Honda und Komponist Ifukube. Beide mochten und respektierten einander. Akira Ifukube sollte später triumphal zur Godzilla-Serie zurückkehren, doch Regisseur Honda entschied sich für seinen Freund Akira Kurosawa tätig zu sein. 1975 war die große Zeit des Kaiju-Eiga für alle Produktionsstudios für fast 10 Jahre vorbei. Gamera hatte 1980 zwar einen erneuten Auftritt auf der Kinoleinwand, doch diese Geschichte gilt bis heute als das schlechteste Werk der Riesenschildkröte. Denn fast alles an dem Film ist reines Stock-Footage aus vergangenen Filmen. Akira Ifukube war in den 70ern an der Universität Tokio angestellt und unterrichtete seitdem Studenten. Seiner kreativen Arbeit jedoch war er immer noch treu. 1983 erschien mit seiner Symphonic Fantasia eine Zusammenstellung fast aller Themen und Märsche, die er für die Kaiju-Tokusatsu-Produktion komponiert hat. In diesem Werk ist erstmals das komplette Godzilla-Thema zu hören, welches wir heute kennen. Es setzt sich aus der Godzilla-Fanfare von 1962 zusammen und dem Godzilla-Thema von 1954. 1984 begann mit Godzilla die Rückkehr des Monsters die Heisei-Ära und die Toho brachte ihre Legende zurück auf die Kinoleinwand. Im Trailer zu dem Film ist das Godzilla-Thema von Ifukube aus der Symphonic Fantasia sogar zu hören. Rik, Kai, Ku, 三軍一体のゴジラ迎撃作戦を Die Toho wollte Akira Ifukube bereits 1984 zurückhaben, doch er lehnte seine Beteiligung an die Rückkehr des Monsters ab. Das Studio blieb jedoch hartnäckig und fragte immer wieder nach. 1991 sollte der dritte Teil der Heisei-Ära gedreht werden. Ifukubes Tochter gab dem Komponisten wohl die richtige Motivation. Sie sagte zu ihm, dass jeder Godzilla mit seiner Musik verbindet, also soll er auch wieder zurückkehren und das Projekt unter seine Fittiche nehmen. Denn Ifukube war mit dem Soundtrack zu Godzilla der Urgigant von 1989 überhaupt nicht zufrieden. In Godzilla Duell der Megasaurier war nun der Stammkomponist seit 1975 wieder für die Godzilla-Reihe tätig. Erstmalig hören wir in diesem Film das Godzilla-Thema, welches in der Symphonic Fantasia kreiert wurde. Dieses Thema zieht sich durch die komplette Heisei-Ära durch und ist bis heute Teil des Königs der Monster. Auch wenn Akira Ifukube manche Filme nicht komponierte, so verwendeten seine Kolleginnen und Kollegen seine Themen. Selbst Hollywood zahlte Ifukube im Jahr 2019 Tribut und Komponist Bear McCreary verwendete die klassische Musik als Hommage an den japanischen Komponisten. Der Mythos um Godzilla setzt sich aus vielen Bausteinen zusammen. Es ist nicht nur der harte politische Hintergrund, den Godzilla entspringt. Die Metapher über die Gefahren von Atomwaffen und Kernenergie, die er symbolisiert, ist bis zu dem Tag aktuell, wenn die Menschheit aufhört, diese Waffen zu besitzen und somit sich selbst auslöschen kann. Natürlich sind es auch die liebevollen Effekte, die unser Fanherz höher schlagen lässt. Aber sind wir ehrlich, die Musik, die wir vom Komponisten Akira Ifukube kennen, verzaubert einen und sein Godzilla-Thema macht jeden Auftritt des Königs umso beeindruckender. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Bis dann!
Es war Frankenstein.